Heute geht es um 20 Dinge, die es vor einiger Zeit noch in Clash Royale gab, die dann aber von Supercell einfach aus dem Spiel gelöscht wurden und seitdem nicht mehr auffindbar sind. Unter anderem sind es Modi und auch eine Karte und viele weitere Dinge. Was dazu alles gehört und welche Sachen du noch in deinem Kopf erinnern kannst, das siehst du jetzt. Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn es dir gefällt. Plus heute Abend im Livestream dabei sein und natürlich gerne auch Code BigSpin gratis im Shop eintragen. Kuss geht raus und wir gehen rein. Das Originalvideo von Gaming findet ihr natürlich in der Beschreibung verlinkt und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. The other day when scrolling through Reddit Ich bin looking for sehr artsy gespannt. feed pictures, I came across an old meme that basically shows all of the removed or forgotten features. Das sind auf jeden Fall einige Clan Wars Sachen. 2.0 trying to be at the center of attention. Now, of course, the meme is 2 years old when Clan Wars 2.0 was the hottest. Also ist schon lange her. Also das Meme war vor 2 Jahren und das Video ist wiederum ein Jahr her. Also es ist definitiv einige ältere Dinge, aber Clash Royale ist ja auch schon 7 Jahre alt. Von daher gibt es da natürlich durchaus that got me thinking. Das eine oder andere, woran wir uns vielleicht nicht wären. Und hier sehen wir doch direkt einige Sachen. Geil. Remake this video, which is incredibly old. Er hat das schon mal vor 4 Jahren gemacht. Das ist das Krasse. Er hat das Video schon mal vor 4 Jahren gemacht. Und selbst da gab es zahlreiche Dinge, die eben aus dem Spiel genommen wurden. Und jetzt das Ganze nochmal. My voice had a higher pitch. Today we're going to be talking about 15 things that were removed. Digga, wer hätte da geredet? Anyways, today we're looking at 20 things that were removed from Clash Royale. Wir sehen schon einige hier, aber wir gehen If you're a fan rein. of this channel, you might know a lot of these things, but you might be surprised. So let's get right into it. Let's do this. Tournament refund. Okay, this mattered a whole lot more back in the day when tournaments cost more than 10 gems and still gave you rewards, but I guess it still applies today. You used to be able to get a refund from a tournament. LOL, oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht. Okay, das ist krass, das wusste ich ehrlicherweise nicht. Wenn keine Battles stattgefunden haben, also wenn du ein Turnier erstellt hast und keiner hat das Turnier gespielt, dann scheinst du ja einfach deine Gems wieder bekommen zu haben. Okay, das ist krass. Aber jetzt die Frage, alle Gems oder nur ein paar? If no one joined, people started to abuse this by typing that the password would be in some sketchy website. And people would go to that website looking for a password, but there was no password. Oh mein Gott, das ist auch ein Grund, warum die Turniere damals gelöscht wurden, weil du einfach genau sowas machen konntest. Du konntest deine Gems praktisch einfach mal wiederbekommen scheinbar, wenn keiner einen Battle gemacht hat. Da konntest du aber dann in großen Turnieren, damals konntest du ja für $2.800 ein Turnier erstellen und dadurch konntest du das abusen. Das ist eine interessante Info, die wusste ich bisher gar nicht so genau. Anyway, aber das macht Sinn, weil du wurdest da auf eine Website geleitet, wo du das Passwort finden solltest, aber da wurdest du dann gescammt. Logisch, dass sie das dann rausgenommen haben. Nobody could join, then the host would get his refund Digga. after he scammed people. And it Das was ist ja richtig dumm. Aber da hätte man auch ganz einfach eine Lösung finden können. Wenn das der Grund gewesen ist, warum Supercell die Turniere, diese großen Turniere mit fetten Belohnungen aus dem Spiel genommen hat, dann würde ich sagen, ist es ein bisschen doof, aber man hätte auch einfach diesen Reward oder Refund löschen können. Funds were removed and this scam isn't really an issue today as far as I'm aware. Digga, die Turniere sind tot! Was ist das für ein Scam? Landscape replays. This was one LOL, of my oh mein Gott, wer sich daran noch erinnern kann, der ist wirklich ein OG. Guckt euch das an. Einfach mal Replays im Landschaftsmodus. Ihr musstet damals euer Gerät quer halten, um Replays gucken zu können. Komplett bescheuert. Especially on the iPad. It was essentially an option in the settings that allowed you to display replays. Guckt euch das an, Junge. Wer hat denn sein iPad quer gedreht? Imagine. Landscape mode, which looked pretty cool. Sadly, it seems ja, it schon wasn't cool, used aber Bro, also nee, heute ist viel besser. much, and Supercell did a little bit of cleaning up in the settings and determined Ist auch gut so. this landscape feature Braucht was kein useless. Mensch. I'll forever miss it. It was pretty Also guckt mal, was ist da auf der linken Seite? Das ist gar nichts. Nicht mal die Namen der Leute, wobei doch hier unten. Aber das ist ja komplett dumm. Also die linke Seite ist komplett wasted. Hier ist auch, sieht übel sketchy aus. Also weiß ich nicht. Wenn sie hier Zusatzinfos geboten hätten, dann wäre es cool gewesen. Aber so braucht das kein Mensch. Die ganze, nee. Finde ich dumm. Finde ich sketchy. Gem Rush. Gem It is Rush, basically okay. Gold and Crown Rush, but with gems. Stimmt, du konntest damals Gems bekommen, statt dem Gold, wenn du Terminals. Stimmt, ich erinnere mich jetzt, grob erinnere ich mich. Appeared in the game a few times, but for the past 4 years, no one really knows what happened to it. Well, at least es war irgendwann mal da und dann haben sie es einfach rausgenommen, so ganz stillschweigend, weil das Ding ist bei Supercell generell, sie versuchen ja jetzt gerade auch an allen Stellen Gems zu sparen. Wir haben die Masters nicht mehr und so weiter und ich glaube auch Gem Rush, ich glaube für die Gems haben die Leute genommen und haben sie dann nicht ausgegeben, so zum Beispiel dann für Emotes oder so, die haben glaube ich nicht ausgegeben und deswegen haben sie es wahrscheinlich irgendwann rausgenommen, weil Gems, 250 Gems sind halt essentially deutlich wertvoller als irgendwie 5000 Gold oder so, weil du aus diesen Gems theoretisch in der GC auch viel mehr Potenzial entfalten kannst. Majority of the people. A while back I speculated on why it was removed and if it would ever return. As far as I was aware, Gem Rush just disappeared one day in 2018 and it was never talked about again by developers. But I did a little bit more digging because I was desperate for an answer. Okay. And it turns out
there is a 100% confirmation that GemRush will never return. LOL, was? Sie haben Gem schon immer... Okay, das ist krass. Sie haben für immer begraben. GemRush on Reddit, Darian, a developer, answered. Okay. Myself and Seth wrote a post about GemRush that we didn't end up publishing, but it explains that we have instead added gems into a lot of other places. Okay, die Schiene. Chests, challenges, quests, all of which are a more effective... Ja, okay, fair enough, stimmt. Weil wenn du diesen GemRush diese paar Tage auslässt, dann hast du einfach mal die Gems halt nicht, ne? Und das ist ein Problem, weil wenn du ein paar Tage mal kein CR zockst und dann direkt halt sowas einfach mal misst oder beziehungsweise nicht bekommst, das ist schon relativ krass, ja? Aber es macht schon Sinn, wenn die praktisch in Kisten und so weiter dann verteilt werden oder in irgendwas, wie es damals war. Heute ist ja auch wieder alles anders und man muss fairerweise auch sagen, dass Supercell einige Dinge, die sie in der Vergangenheit totgesagt haben, auch schon gebracht haben. Zum Beispiel hieß es 2016 auch, dass die Heilerin nie oder kein Heilungseffekt ins Spiel kommen wird. Und was haben wir heute richtig? Heilerin, Heilgeist. Ja, also dementsprechend ist das nicht immer so ein 100%iger Indikator, aber erstmal zumindest midterm, also mittelfristig gesehen, sollte GemRush nicht ins Spiel kommen. Fair way of distributing gems to players rather than one event that players can miss. Macht schon Sinn, die Argumentation. This was 2 years ago, but it basically explains why GemRush was removed from the game. RIP. Battle Cost. Oh, Junge, damals einfach noch, die Dinger haben Geld gekostet. Du musstest für ein Battle bezahlen. Also hätten die das durchgezogen, wäre Clash Royale einfach eine Totgeburt gewesen. Keiner hätte es gespielt. Was ist denn das? Ja, aber trotzdem, Bro, was ist das für ein Scam? Ja, das ist ja der Feind im Match, Bro, ist was ganz anderes. In COC kannst du da Ressourcen bekommen. Natürlich ist es hier eher dumm. How it works in Clash of Clans to this day. In fact, it's exactly the same way. A couple months after launch, though, Supercell decided it would be better to remove the battle ist auch wirklich fee gut so, Alter. Holy. Reduce the gold you got from chest. Honestly, none of these changes impacted the game that much. Ja, aber es ist schon sehr, sehr unbefriedigend, wenn du einfach für ein Game Gems Gold ausgeben musst. Weil das Ding ist halt, du bekommst ja dann auch, du kannst ja dann irgendwie nicht grinden. Du kannst ja keine 10 Stunden spielen, weil dein Gold leer ist. Imagine. Also Pay-to-Play ist schon doof. It looks so weird. Facebook Login. Oh mein Gott, dieses Feature ist das geilste aller Zeiten gewesen. Ich vermisse es so sehr. Dieses Feature hat euch ermöglicht, in meine Freundesliste zu kommen. Ich hatte tausende von euch in meiner Liste über Twitch, ja. Noch heute, bis heute gab es die Kanalbelohnung noch, dass du für 100.000 Kanalpunkte auf meinen Twitch-Kanal in meine Friendlist kommen und mir zuschauen konntest und nur über Facebook. Aber irgendwann hat Supercell einfach gesagt, nö, machen wir nicht mehr, kein Bock mehr. Ja, schade. I use Facebook from time to time, but come on, I'm 23, I grew up on that. Don't bully me. Das ist wirklich schade, dass sie das rausgenommen haben. And by all I mean friends I haven't talked to since 8th grade. Also Facebook ist komplett tot, nutzt keiner mehr, aber die Funktion war geil. The Facebook Login button since launch, I believe. And it allowed you to see what friends on Facebook war eine richtig geile Sache für Streamer. So you could play with them. Ich kann schon verstehen, dass für viele unnötig war, aber ich fand's cool. Ich frage mich auch, warum Supercell es gelöscht hat. See if they were online. Vielleicht kriegen wir eine Antwort. That's about it. Long story short, though, in March of 2020, which was pretty recently, it was announced that it was no longer being supported and it would be removed in the next update. Removed chest. Okay, at this point, Supercell oh mein Gott, stimmt. Wie viele Truhen? Gibt's da eine super Magie-Truhe heutzutage? Nee, oder? Few chests, and I didn't want to separate them. Welche gibt's mal? Free Chest? Super Magie-Truhe? Und das war's, oder? Achso, Clan-Truhe noch? Aber wir gucken mal. So, we're just going to talk about all of them in one bit, except the ones that were part of a bigger event. Ja, okay, die Turniere, klar. Ja. Anyways, chests removed included the rare chest, free chest, and the super... Es gab eine Rare Chest? Ich kann mich nicht an eine Rare Chest erinnern. Holy, okay, das ist wild. Super magical chest. Ja. I guess we can also add the draft chest as well, but... Stimmt. Oh mein Gott, Digga, das Angebot habe ich mir damals wirklich, ich weiß noch, in der Ausbildung, kleiner Funfact, ich habe es mir in meiner ersten praktischen Ausbildungsphase von meinem dualen Studium morgens auf dem Klo nach Season End gekauft. Dieses Angebot, das ist kein Witz, ich weiß es wie heute. An offer. I guess it's technically still in the game. Anyways, yeah, the rare chest was an exclusive for the past Royale. Wollte ich gerade sagen, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, aber das liegt daran, dass ich da halt schon maxed war. This was in a time when Supercell was still trying to figure out what rewards to put in past Royale. The super magical chest was basically reworked to be another chest, the super lightning chest. And the free chest, die super Magie-Truhe, das war der größte Game-Changer, den du in diesem Game bekommen konntest damals. Still showing up in the battle rewards guide, hasn't appeared anywhere anymore. The only exception being the tutorial chest. Ja, Digga, die holst du, okay, ja komm. Exactly the same, it's not really the same chest. The 11th elixir.
Okay, this is a very complicated Oh, ich glaube, das war mit 3 Musketieren damals. Ich glaube, es war damals mit 3 Musketieren. topic. I don't even feel qualified to discuss, but Ich bin gespannt. I did talk about it once, so I hope you don't mind me borrowing some of that script from that other video, you know? Ja, jetzt bin ich Anyways, the gespannt. 11th elixir, you may remember it as elixir overcharge because in one update, Supercell announced that they'd be removing this elixir overcharge, Ja. but what exactly is it? Basically, elixir kept generating until 10.9 elixir, which meant if you use 7 elixir, you would immediately get back. Ja. Habt ihr es gesehen? Er setzt den Lavamond ein und es kommt direkt das nächste Elixier. Und das ging damals und deswegen waren damals auch 3 Musketieren im Spiegel so broken. Weil heutzutage ist es so, wenn du 3 Musketieren für 10 Elixier spiegelst, dann hast du eben in dieser Sekunde, machst du ja gerade in der Doppelten, wo du die 3 Musketieren aufs Feld bringst, verlierst du garantiert Elixier, weil die Elixierleiste nicht weiterlaufen kann. Damals konntest du aber dieses Elixier weiterlaufen lassen. Dadurch hast du kein Elixier verloren. Dadurch war das eine sehr, sehr krasse Taktik, weil du instant wieder ein Elixier hattest. 4. Und das hat natürlich Tanks auch super broken gemacht, wenn wir ehrlich Out sind. of 3. This was the elixir overcharge. Ja, when it das war was krank. removed, Supercell said the reason was that it was too hidden and not needed. It was a bit of an issue in 2016 and it Ja, wollte ich gerade sagen, auch schon sehr, sehr lange her. 3M-Spiegel wurde auch damals so took a gespielt. while to fix it, which sparked some hate in the community, but the average player didn't even notice this Ja, 11th Digga, elixir, so most Es people ist halt heutzutage gefühlt immer noch so, dass du, wenn du von der einfachen in die zweifache gehst, dass du manchmal so einen kleinen Elixiersprung um so ein halbes oder vielleicht sogar fast so ein ganzes Elixier hast, wo ich mich immer noch frage, ja, woran liegt das eigentlich? didn't even notice it being removed. Ja. Buying a specific number of cards. This was honestly a great feature, and Was I ist wish das? we could have it back. When buying cards in the shop, you used to be able to buy one of that card, or Stimmt. there was an option to buy the entire Ja, stack. richtig, After some stimmt. shop redesigns, though, Oh this mein was Gott, all- ja, das war damals so krank. Damals war die legendären Karten waren zuerst 40k, dann 80k und dann 120k. Die wurden immer teurer, aber du konntest 3 gleichzeitig kaufen, was halt damals komplett broken war. Immer wenn der Graveyard damals in den Shop kam, den ich ja maxen wollte zuerst, musste ich die ganze Zeit, den ganzen Tag Grand Challenge grinden, um das Gold zu haben, um den 3-mal zu kaufen. Aber da hatte ich ihn halt auch 3-mal und musste mich nicht auf Drogenglück verlassen. Predetermined packs of cards, Ja. which is okay, but not as good as having the choice, you know? Legend trophies. Oh, This is another- Digga. Und ich hatte sie. Ich gehe noch mal ganz kurz zu meinem Main-Account, um es zu checken, Freunde. Können wir es hier noch mal sehen? Wir hatten okay, achso, das ist das alte Badge. Okay, man sieht es nicht mehr, ne, man sieht es nicht mehr beim neuen. Aber es gibt das Emote. Es gibt das Emote, Freunde. Das Emote mit dem Ghost, wo er so, das ist von den Legenden-Trophäen. But it is basically a type of special trophy you would Ja, get at the das war end geil. of every season, and how much you got depended on how high you went in trophies. Ja. There was no use for these trophies, it was more like bragging rights, I guess, which is probably the reason why they were disabled. Ja, die waren absolut gar nichts wert. Even though you couldn't Die hast du get immer bekommen, wenn du über 3000 Trophäen gepusht bist. them anymore, they've remained on the profile for a while, up until like December of 2018, ist when schon lange. those who had at Ja. least one Diesen Kollegen haben wir bekommen, der ist geil. Das ist auch eines der Emotes, die immer und immer seltener werden, weil du musstest schon relativ lange spielen oder relativ gut auch in dem Game sein und halt immer wieder über 3000 oder zumindest einmal über 3000 Trophäen kommen, um das Ding zu bekommen. Also das ist schon ein das Emote steigt mit der Zeit. Legend trophy, got an exclusive emotes, Ja. and some resources. Geil. Achievements. Before we talk about Digga, quests, da we gab's have to einfach Quests, wie geil. talk about achievements because that's Das ist so lang exactly her. what we had before quest. It is literally what it sounds like. You complete these massive achievements Ja. for a gem reward. Das ist Exactly auch how eigentlich geil. it Ich is frage in mich, warum sie das rausgenommen haben. Clash Clans. But one Richtig. day in October of 2017, a message popped up on top of the quest tab letting everyone know that it would be removed with the new Stellt quest euch vor, ihr habt so gerade seit ganz kurz vor dem 3. Stern bekommt so 500 Gems, einfach nehmen sie es raus. updates. And that's exactly what happened. Quests. Speaking of quests, yet wurden another auch feature that rausgenommen. related to doing challenges for Ist das rewards geil. ended up getting removed completely. This one Ja. doesn't make any Aber sense. jetzt haben though. wir wieder so eine Art Quests. Kann man das so nennen? Eigentlich schon, oder? Wir haben, ja, Tagesaufgaben. Ist halt nicht gut, aber wir haben immerhin Quests. It was basically removed in mid-2020 just in time for Clan Wars 2.0. We are Clay removing wasn't so quests schlecht. and 3 daily gifts. These will be put into 1 daily gift that is better than those combined. At last, Clan Wars 2.0. We can get rid of quests now, right? Well, Das the war thing so that doesn't schlecht. make any sense to me is that is Clash assuming Wars 2 war das schlechteste Update aller Zeiten.
that you would actually play Clan Wars 2.0. Ja. And a lot of people Keiner hatte don't. Bock. So Keiner we're hatte missing Bock. out on Also Clan War 1 war wirklich so geil. Du hattest eine gewisse Auswahl, du musstest um freischaltbare Karten kämpfen. Super geil. Clan Wars 2, kompletter Müll. Ich frage mich wirklich bis heute, wer hat bei Supercell die Entscheidung getroffen, dass Clan Wars 2 ein gutes Update ist? Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. rewards that we could have had. And yeah, luckily, masteries have been added, which is sort of similar. Just Stimmt, fairerweise, hast recht, stimmt. Fairerweise muss man sagen, Masteries sind eigentlich die neuen Quests. Also eigentlich sogar die besseren Quests, muss man fairerweise sagen. Also stimmt, hat er recht, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber stimmt. The same, but masteries Schon is a good ähnlich. replacement, I think. Ja. Tournament rewards. Remember when you could Und click on es the schmerzt jedes Mal so sehr, das zu sehen. Es schmerzt mir jedes Mal in meiner Seele. Tief in meinem Inneren wünsche ich mir genau diese Turniere back, weil ich damals die beste, gefühlt eine der besten Zeiten in CR hatte. tournament button and a list of available tournaments you could join Das would war so instantly geil. pop up and you could easily have a Das war chance so to geil. win. Wir hatten damals, ich war in einem internationalen Clan mit sehr vielen guten Spielern. Wir hatten jemanden aus Singapur dabei und der hat die ganze Zeit uns die Passwörter für die chinesischen Turniere gebracht. Wir haben uns diese Mandarin-Tastatur runtergeladen und dann haben wir wirklich die Buchstaben, die er in den Clan-Chat eingetippt hat, in diese Turniere eingetippt, weil damals irgend so eine krasse Serie in China in Clash Royale mit solchen großen Turnieren abging und da hat einer nach dem anderen abgesagt. Wir waren so eine richtige, gefühlt so richtige Clan-Strukturen. So many rewards. Das war so geil, aber das war wirklich die beste Yeah, Zeit. Well, as most of you Das war probably krass. know, tournaments are just a shadow of what they used to be. Und Supercell hat immer gesagt, sie werden die Turniere überarbeiten. Bisher ist nichts passiert. Und ich frage mich, wann ist es endlich soweit? Wann? Es ist doch nicht schwer. Überarbeitet doch einfach diese verdammten Turniere, Mann. Jeder würde sich freuen, der nur einigermaßen das Spiel ein bisschen ernster nehmen will. With the majority of its features being Es wäre stripped so away. geil. Ich Now you versteh's can nicht. still find tournaments in the search by simply typing a letter and just click search. But I mean, what's the point of Das playing macht mich wirklich ein bisschen tournaments traurig, nowadays? They ehrlich. have no rewards. Ja. The only reward you can get from tournaments nowadays is if the person you know is hosting Ja, a toll. cash prize Das war's. Du kannst Outside wirklich keinem, es ist so schlecht. game. Speaking of rewards being removed, there was a Freunde. time when you could create tournaments. Guckt es euch an, der erste Platz 15, das ist gar nicht mal mein zweiter. Ich erinnere mich an diesen Tag, an den ich vor meinem Schreibtisch saß und diese Box mit Gems geöffnet habe. Daran erinnere ich mich noch wie heute. 250k Gems. Ihr wisst nicht, wie viel das, also ihr wisst schon, wie viel das war. Es ist einfach nur krank. That cost thousands of dollars, Yeah. and these chests you could win were stupid OP. For example, the first place chest will give you krank. 15,000 cards and up to Braucht halt 100. einfach 13 Tage. Du konntest für 14 Tage danach keine Turniere spielen, wenn du nicht einfach mal 2000 Gems in die Hand nimmst, um die Truhe zu öffnen. Aber das hat sich halt einfach gelohnt. Das ist das Krasse. 5,000 gold. These huge tournaments all varied in sizes with different size chests, but as we mentioned, this was all removed. So tournaments is Du konntest just damals auch einfach ein Turnier, das war sich auch noch über 3-4 Tage machen. Das war auch komplett krank. a dumbed down version of what it used to Und be. du hattest Trophäen in den Turnieren. Opponent left the match. You might have seen this message LOL, das ist ja auch ewig her, Digga. WTF, das ist ewig her, die Meldung. in 2v2 saying that your teammate has left the match. The same message used to pop up Ja. when your enemy left the match. Aber ewig now her. this was removed because as soon as players saw this message, they Sind sie dropped a reingegangen. 30 elixir push in 2 seconds, Ja. never giving the opponent a chance to get back on the game and actually continue the match. Ja, war dumm. Also, warum hast du Ja. das jetzt auch eingefügt? Ist eigentlich dumm. That's pretty much it. Ja. Tower in profile. This isn't Digga, das anything ist auch major. so, ich weiß gar nicht, was das war. Warum sollte auf einmal. Also, warum sollte ein Turm im Profil machen? Auch gar keinen Sinn. It was simply a tower in your profile. A lot of people used to speculate that this would be used to select what tower skin you wanted before tower skins even existed. Keiner it hat was irgendwie never das actually gebraucht. used for that. It was never used for anything, in fact. richtig. One day it just kind of disappeared and Ja. that's it. War einfach The world fake und may unnötig auch never einfach. know why that was in the profile in the first place. Ja. Clan chest and clan battle chest. Ah, Another topic Freunde. I've discussed a million times. Sorry, Das I'll war be geil quick. damals. These chests were awarded after completing the clan chest events or the clan battle chest events. Das They war so sound the geil same, damals, die it's Clan-Spiele. confusing, I know, but they were 2 different events. One was 1v1 and the other was 2v2. Ja. That is basically the sum of it. You basically did Das battles war to so get einfach und so crowned, gut. Ich weiß gar nicht, wo das Problem war, warum sie es removed haben. and those crowns would accumulate until you war reached so nice. the end. Keiner It was hat's very beschwert. similar to clan games and Clash of Clans. Eventually, though, 2v2 was made permanent, so there was no need for this clan battle chest. The whole reason we had it in the first place was because 2v2 was this new thing, and it was like, wow,
Clan Battle Chess. It's 2v2, but yeah, once it became permanent, what's the point? Ja, also wir halten fest, egal was damals mit Clans und Clan-Chess war alles besser als hier Clan War 2. Clan Battles was removed when they added Clan Wars. Now, I really loved these chests. And Die waren schon geil. Die waren schon geil. Because I would play that. Also sie haben es irgendwie immer weiter verschlechtert, diese ganze Clan-Geschichte. Obwohl sie es besser... Oh, hier kommen wir doch zu der einzigen Karte, die bisher in Clash Royale gelöscht wurde. In April of 2017 was always one of those cards that had a hard time Von finding a Anfang place an in the eine meta. dreckige In early 2020, Coinflip-Karte. though, Supercell announced that they would be removing the heal spell and instead adding a new card. That new card was revealed to be the Heal Spirit. Shortly after the reveal, the card was in fact removed. Das ist Old krass. King Emotes. Basically, Oh, die waren so geil. Aber fairerweise, jetzt diese neuen Schach-Emotes, die auch im Shop sind oder waren, ich guck mal, ob sie immer noch sind, bei mir nicht mehr, aber diese Emotes, die haben tatsächlich jetzt gerade aktuell einfach mal einige dieser Emotes bzw. der Sounds zurückgeholt. Ja, wir haben also einige der alten Sounds wieder im Game. default emotes used to have 4 sounds each, right? Das ist auch krass. And they would all alternate between these sounds. So geil. Also der ist der geilste, der letzte ist der geile Heuler, der ist der wirklich der geilste. When newer emotes were added, though, the king emotes were left with 1 sound each. Eigentlich schade. Sie haben die King-Emotes genervt, damit sie neue Emotes, für die man zahlen kann, reinbringen kann. Auch wieder so eine Masche. And yeah, that's basically it. Yeah. I do want to mention though that one of the newer emotes seems to have one of these old king sounds, which I thought Stimmt, was der Hooray, pretty ne? cool. Ah, nee. Colored ja. text. Okay, this wasn't intended to be a feature, and I guess it's still sort of in the game, but Ja. at a cost. At the launch of the game, players found out that you could change the color of your name and text in the chat by simply typing in some kind of code surrounding your intended input. Also wer sich da auch die Mühe macht und das rausfindet, ne? Ich verstehe es bis heute nicht. Now, this was patched years ago. I'm talking 2016. Aber but Name geht, glaub ich, immer lately, noch. as of past Royale, there is a way to do it, but is it worth it? Probably not. The glitch essentially works, but now you have Ich to glaube, have du musst den Pastoral dafür haben. Wenn du nicht den Pastoral hast, dann kracht's. Pass Royale active at all Ja. times. So if you don't have Pass Royale, sieht's you'll be richtig dumm stuck aus. with a weird name. I Ja. just wanted to include this one as sort of in the game, but not really. Ja, geht so. Pay-to-Win-Feature. Expo targeting error. Ja, Bro. Leck mich, was ist das? Will keiner Even though wissen. we aren't mentioning card reworks or any balance changes in this video, Das war aber schon krass. this change was too much of a change to not mention. For Guckt about euch a das month an. after the game came out, the Expo could reinste Hölle. target air troops. Die This reinste didn't Hölle. last long though, probably because of how OP Das it möchte was. ich mir eigentlich gar nicht And anschauen. Supercell just determined that let's just get rid of Diese its Karte ability wurde to auch shoot so back. oft genervt. Guckt euch mal, wie OP die damals war. So yeah, it only lasted. Ich kann euch sagen, als ich den ersten X-Bogen, das war wirklich, ich kann mich wie gestern daran erinnern, schon damals, vor 7 Jahren, habe ich ohne Ende geflucht über diese Dreckskarte. Clan Wars 1.0? Yeah, the first War iteration cooler. of Clan Wars. Technically, a lot of people would argue that it was just reworked and changed to be a new Ist schon nicht mehr era viel of übrig von Clan geblieben. Wars, but the old Clan Wars was completely removed. There's no question in definitiv. that. Both Clan Wars are not really the same. Anyways, the original Clan Wars was broken up into 2 sections. The first one was something called Aber das war Collection geil. Day, where you Collection did Day war 3 geil. battles collecting cards. These battles would essentially help your clan have more Übel geiles Konzept. cards Du hast dich and jedes Mal darauf gefreut, welche Karten du als nächstes spielen kannst. higher leveled cards. And then Super. after that, there was an actual battle day where you went 1v1 against people. It was pretty much a 2-day thing. And of course, I think I don't need to mention there was rewards as well. I Das war cool. honestly liked the first Clan Wars better because Jeder. it was just so simple. The simplicity of it made it more appealing to me. I war wanted to geil. include this one in the video because it's sort of being forgotten now, and it's understandable. So guys, Definitiv. that's Ey, das war ein geiles Video. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben lassen. An welche Sachen kannst du dich erinnern und welche Sachen kamen überraschend für dich? Danke fürs dabei sein. Hau rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.